finde, eine Rassi ist eine Rassi und eine Amel ist eine Amel, auch heute noch. Wir haben die See im Herzen und ich glaube, das ist auch das, was uns alle vereint. Hallo, genau, Laurenz. Ich bin über den Atlantik getrampt. Da sind wir auf der Boot 2026. Heute am Stand von Amel bei der Amel 60 und wir sind echt gespannt, weil jetzt können wir sie 1:1 vergleichen. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was sie gleich gelassen haben, was sie verändert, verbessert, verschlechtert haben, wie auch immer. Wir vergleichen. Es sind ja ein paar Generationen dazwischen. Es sind ein paar Generationen dazwischen. Habt ihr schon gesucht? Wo warst du? Na, was ist dein erster Eindruck? Also was Gleiches ist das Teakdeck. Das ist auch immer noch kein echtes. Nee, es ist ein bisschen größer, ne, als wir. Ja, Also 60 Fuß, ne? ja. Und es gibt ja keine Catch mehr. Ja, das finde ich allerdings wirklich schade, dass sie da komplett auf Slub umgestiegen sind. Ist insgesamt schnittiger und sportlicher, ne? Mir ist jetzt gerade aufgefallen, das ist eine Selbstwendefock. Und unser Ausroller, unsere Genua-Schiene ist nicht mehr da, die Christoph so sehr liebt mit dem Winchsystem-Patent. Und zwar gibt es hier eine Möglichkeit, eine Winch einzustecken. Und hier ist ein Hebelchen. Wenn man das rauszieht, dann kann man drehen. Dann setzt sich eine Leinenverbindung in Gang. Und das ist die Hohlepunktverstellung für die Genua. Bei uns war ja noch der Genua-Förler, war ja noch diese Amel-Spezialanfertigung. Mittlerweile sind sie umgeschwenkt auf ein anderes Modell. Der Genua-Roller ist Pro-Furl mittlerweile. Wir haben ja noch dieses typische Amel-Patent, was damals selbst entwickelt war. Jetzt ist es ein Serienprodukt. Schon ein bisschen sesseliger. Dann wird das Ja. Segel angeschnallt. Ja. Der ist wirklich gepolstert. Ja, wir nicht sind wie jetzt unserer. erstmal, also jetzt bis Ostern hoffentlich. Ja, du spielst darauf an, dass unsere nur so tut und aus Plastik ist. Ne? Ja, korrekt. Das hat schon ein bisschen was vom Motorboot jetzt mittlerweile hier oben. Ne? Mit dem ganzen Schniggi-Schnaggi. Also was definitiv anders ist, die Küche ist jetzt hier längs eingebaut. Mhm. Hier ist die Waschmaschine. Und schön gemacht, ne? Ja. Richtig schöne Dusche. Richtig großes Bad. Ja. Bei 60 Fuß kann das Bad auch groß sein. Ne? Was mir tatsächlich so ein bisschen fehlt im Vergleich zu früher, ist, dass halt, wie soll ich denn sagen, es ist nicht mehr dieses handwerkliche Tischlerarbeit, sondern es ist schon, hat eher was vom Schrankbau mittlerweile. Also diese dünneren Türen. Allerdings haben sie mittlerweile natürlich das schönere Furnier. Da ist zwar immer noch gefladert, aber es ist nicht mehr dieses Schälfurnier, das wir ja damals noch hatten, sondern ein Messerfurnier, was diese ruhige Maserung dann eben auch hat. Ne? Ja. Okay. Aber es ist immer noch Holzfurnier Ja, und kein Plastikfurnier. die sind riesig. Ja, das ist schön. Und hier auch noch mal ganz viel Platz. Ja, ja, da auch. Also schon sehr viel Stauraum. Das ist auch schön. Hier. Wir haben ja keine Bilgen. Marion, komm mal her. Ja, Die sind ja echt tief, die Bilgen. ja, ist schön. Ja. Das ist aber auch wirklich langfahrttauglich gemacht, ne? Das fehlt ja wirklich bei uns, diese Bilgen. Ah, schau mal, hier ist der Elektro. Ist aber nett gemacht hier, ne? Ja. Und auf der anderen Seite kannst du dein Werkzeug stauen. Das ist also praktisch Gästekabine oder Mitschiffseigener Kabine, ne? Oder ist das schon Vorschiff? Schon Vorschiff, ne? Das ist schon Vorschiff. Ja.
Weiter vor kommst du nicht. Hier habe ich ja gesagt, ne? Hier könntest du dann dein Werkzeug machen. Mhm. Und dann hast du hier deine eigene Dusche, um dich nach dem Arbeiten sauber zu machen. Wo ist denn dein Motorraum? Im Cockpit. Im Cockpit. Ja. Die sind ein bisschen größer als deiner. Doch. Mhm. Darf ich runter? Leider dürfen das Personal. Alles klar. Und was ist sowas hier? Die weißen Dinger? Das sind Dieselfilter. Oh, okay. Auch groß. Amateur, aber auch Ja. oder nicht. Meinst du, wie viel PS hat das Ding? Und damit versuchen die sich halt auch selber nochmal Der da? Ja. Über 100. Und Turbo, ne? Aber schau mal, das sieht so aus, als ob sie mittlerweile auf Wellenantrieb wieder umgestiegen sind. Da hinten geht eine Welle raus. Wir hatten ja noch den C-Drive. Die Maschine ist wieder in Fahrtrichtung eingebaut. Da ist das Getriebe, hier vor der Trittstufe und darunter läuft die Welle nach hinten raus. Ja, ist so ein bisschen Diebstahlschutz, sagen wir mal. Wir haben hier einen Dieseltank Ja, und dadurch, dass man halt hier ein der Schloss ist hat, drin. kann man diese komplette Kiste abschließen, aber man hat auch noch eine Sicherheitsleine, die man von innen über eine Klammer belegen kann. Ich weiß nicht, ist das bei der Santorini auch so? Ja, genau. Wir haben das, also Schlösser haben wir nicht. Wir haben tatsächlich nur, dass man es von innen mit der Leine machen kann. Die habe ich gar nicht gesehen. Jo, Prima. sollen wir vorne mal reinschauen noch? Ja, sehr gerne. Wow, Genau, können Sie dann die Reling anlehnen. der ist aber groß. Und hinter der Klappe ist halt das Shop, ne? Und da sind Ja. halt die Ja, Ankerkette. Was ist hier noch drin in dem Kasten? Das ist der Wartungsschrank für das Bugstrahlruder. bei uns von der V-Koje kommt man daran. Da ist einfach nur so ein Lederlappen drüber und den machst du weg und dann bist du am Bugstrahlruder. Auch gut. Wie viel Kilo hat denn der Anker? 50. 50? Ja, Kette ist 12 mm. Hm. Wie viel Kette ist denn standardmäßig drauf? 100. Okay. Schon ein schönes Boot. Wie viel werden da gefertigt pro Jahr? 560er, 1550er. Okay. Das ist die Klampe für die Kiste, so wie bei uns auch. Ne? Sonst habt ihr hier alles gesehen mit den Shots und Bett und so weiter? Oder? Da sind die Shots drin, ne? Ja, die Türen sind schon die Shots. Ja, genau. Genau, und wenn ich jetzt hier zum Beispiel hochgehe. Das ist Laurent. Bonjour. Bonjour, enchanté. Der Kollege aus hier, genau. Und die haben eine Amel Santorin. Ah, sehr gut. Oui, Genau. Design von Air Carto. oui, oui. Vieux, mais bien. Oui, oui. Ah, die gibt's immer noch. Genau. Ja, guck. Und Ja, die haben jetzt okay. eine Dichtung durch die Ja. ganze Tür und dann Ah ja. ja, ist die gute Tür wasserfest. We were also discussing this with your colleague, but I would like to. Ja, kann ich damit verschließen. Ja, ist die gute Tür wasserfest. We were also. Ich habe hier so einen Balken, der hat hier so eine Kurbel und ich setze den jetzt mal ein. Der wird hier einfach nur so eingesetzt. Hier ist ein Loch und dann wird das festgedreht. Die Klampe da hinten gibt es immer noch, um die Packskisten zu verschließen. So, am L60, was ist dein Fazit dazu? Also tatsächlich, ein paar Sachen sind immer noch da. Das finde ich richtig gut, dass ein paar Sachen wirklich so gut sind, dass man sie nicht mehr abgeändert hat. Also sowas wie mit den Backskisten von innen an der Klampe verschließen, das ist ja wirklich eine Kleinigkeit, aber ja, einfach sinnvoll. Und die Verschlüsse von den Türen, die Watertight Compartments, ist immer noch original das gleiche System wie bei uns. Also die sehen genauso aus. Also es ist mehr auf Leben und Reisen ausgelegt als auf reines Blauwasser-Cruising. So. Also es ist schon mehr auf Komfort ausgelegt. Also da hat sich schon auch was verändert. Aber ich finde es ein tolles Schiff. Also klar, luxuriös, groß. Und natürlich die Weinbar hier, der Eiswürfelmacher da, also Ja, typisch ja. französisch mit ganz viel Aufbewahrungsmöglichkeiten für die verschiedenen Ja. Rotweine Ja. und Co. Also ich finde, es hat sich natürlich schon irre was getan. Ne? Wir haben im Vergleich 46 Fuß von vor 30 Jahren, da waren 50 PS drin. Heute sind in 60 Fuß 175 PS drin. Der Generator hat alleine 17 kW.
für Klimaanlage und was man alles braucht, Ja. Heizung. Also das sind natürlich ganz andere Hausnummern. Ja, aber es ist wirklich ein schönes Boot und Ich finde aber, würde uns auch gefallen, ja, glaube ich, oder? ja, ich würde sie nehmen. So ist es nicht. Ich finde aber trotzdem, man erkennt noch, dass es eine Amel ist. Ja, ja. Also oftmals ist es ja so, dass man sagt, moderne Boote sehen irgendwie alle gleich aus. Ich finde nicht, dass alle Boote gleich aussehen. Ich finde, eine Rassi ist eine Rassi und eine Amel ist eine Amel, auch heute noch. Ja. Und man sieht das schon noch und vieles ist einfach vom System ähnlich geblieben, wie es früher war. Der Motorraum ist riesig. Ja, Der großartig. ist riesig. Und gut organisiert. Wir sind jetzt hier am Stand von TO und da ist Kirsten. Kirsten, wer bist du? Was machst du? Erzähl mal kurz. Ich bin Kirsten und ich mache alles, was mit Redaktion und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu tun hat beim TO. Der TO, der Transocean. Genau. Was ist das? Ein ganz toller, gemeinnütziger Verein von Seglern für Segler. Und wir helfen den Seglern, ihre Träume zu verwirklichen und auf große Fahrt zu gehen. Also viele denken immer, wir sind nur für den großen Ozean zuständig. Aber wir freuen uns auch über die anspruchsvollen Langfahrtsegler auf der Ostsee oder auch im Mittelmeer, weil auch da kannst du lange Strecken segeln. Und das vereint uns alle. Wir wollen segeln, wollen auf dem Wasser sein und wir teilen dieses Wissen untereinander. Das ist uns wichtig, ne? Also wie gesagt, von Seglern für Segler, wir helfen uns gegenseitig, wir geben uns die guten Tipps. Wo sind die tollen Ankerbuchten, wo sind die tollen Häfen? Man trifft sich zusammen abends im Hafen und vor allen Dingen das hier ist das wichtigste Gut, was du hast, weil daran erkennst du alle anderen Boote, die auch unterwegs sind. Und schwupp sitzt du abends zusammen bei einem netten Cocktail, tauscht die nächsten guten Tipps aus oder gehst zusammen grillen oder machst sonstige Aktivitäten. Wir haben tatsächlich auch unterwegs Leute getroffen und auch Mitglieder beim TO und wir sind auch heute noch befreundet. Die sind gerade drüben in der Taucherhalle, die sind dort beschäftigt und haben uns heute nach 2 Jahren das erste Mal wieder gesehen und das ist wirklich schön. Also das ist tatsächlich so, dass du ganz schnell Ansprechpartner findest und manchmal tut das auch richtig gut unterwegs. Manchmal ist das echt wichtig. Und da haben wir noch einen ganz tollen Trick, nämlich wir haben unsere Stützpunkte. Müsst ihr euch mal angucken, das ist unsere Karte. 180 Stützpunkte weltweit, die helfen, wenn irgendwelche Punkte auftauchen. Also sei es nun so Fragen zur Einklarierung oder wie kriege ich Ersatzteile oder wo kann ich vielleicht auch mal ein Paket hinschicken oder sowas. Bei all diesen Sachen sind das unsere Ansprechpartner. Und wenn man sich mal die Karte anguckt, wir haben einen Stützpunkt in Alaska. Unser nördlichster Stützpunkt ist in Tromsø mittlerweile. Wir sind in Südafrika, wir sind selbst unten in Feuerland. Also wirklich überall auf der Welt findet man TO. Wir hatten selber mal hier oben Ja, hier am Atlantik in Frankreich, brauchten wir dringend ein Paket, haben in Concarneau beim Stützpunkt Bescheid gesagt. Wir hatten uns alle verabredet um 8 Uhr am Marinabüro. Vor 8 war sie schon wieder weg, hat das Paket dort abgegeben und ich konnte mich nicht mal bedanken. Also vielen Dank vielleicht an der Stelle, falls du das noch sehen solltest. Das war wirklich großartig. Wir sind mittlerweile 5.500 Mitglieder und ihr seid 2 tolle davon, die mit an Bord sind. Danke. Und die halt tatsächlich auch echt segeln. Also Ja. nicht nur im Hafen liegen, sondern richtig unterwegs sind. Ja. Also ich kann das auch nur bestätigen. Wir sind ja hier am Stand, gibt es immer einen Tisch, wo sich alle treffen und da mischt man sich eben. Also, ja. Und das ist halt, wie gesagt, ein gemeinnütziger Verein mit einem riesengroßen Herz. Ne? Wir haben die See im Herzen und ich glaube, das ist auch das, was uns alle vereint. Ich finde, dass der Transocean wirklich ein sehr gewinnbringender Verein ist für einen, wenn man selbst segelt, egal ob es jetzt tatsächlich die große Reise oder auch die große Ostsee ist. Es gibt sehr viele Informationen auch online, es gibt eben die Mikroseminare, es gibt WhatsApp-Gruppen zu verschiedenen Punkten. Also du hast einfach ganz viele Berührungspunkte und einen ganz niederschwelligen Einstieg in ein vielleicht großes Thema. Wir packen das in kleinere Pakete und helfen auch mit Informationen aus. Was gehört zum Beispiel ins Grabbag oder was muss ich
bei den Orcas tun, um möglichst einen Angriff zu vermeiden. Oder auch Oder hier hier, unsere genau. schicke Notfalltasche, die hier steht. Ne? Also so eine Grundausrüstung an Bord, falls doch mal was passiert. Der TU fördert aber auch den Nachwuchs. Auf jeden Fall, weil in Deutschland gibt es tatsächlich Förderung vor allen Dingen für die Olympiaklassen, aber keiner für die Offshore-Klassen. Aber dafür gibt es uns ja. Und so Leute wie Melvin Fink, Lennart Burke, Henrik Lenz, die alle im Mini oder in einer Class 40 oder Ähnlichen unterwegs sind, die fördern wir mit den Möglichkeiten, die wir als Verein haben. Wir sind kein großes Wirtschaftsunternehmen, aber zumindest den ersten Schritt zu machen und vielleicht auch mit Öffentlichkeit und mit Präsenz. Und die sind auch bei uns in der Gemeinschaft verankert. Wir sind einfach bunt. Toll, finde ich super. Und wer jetzt sagt, der Transocean ist jetzt noch ein Verein, es ist, also aus meiner Sicht ist es weniger ein Verein als eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten und das ist für mich eigentlich der springende Punkt. Den Link machen wir euch unter dem Video rein. Es gibt beim Transocean übrigens auch Rabatt für ganz viele Ausstattungsgegenstände, also direkt bei den Firmen selber und es lohnt sich also auch aus dem Grund. Vielen Dank, Kirsten. Super. Vielen Dank. Ich freue mich auf die nächsten Treffen mit euch. Ja, Dankeschön. Wir auch. Wir hatten ja in unserem letzten Video von der Reise, haben wir ja gezeigt, wir hatten Anhalter mit dabei. Und das war ja für uns so das erste Mal, dass wir Anhalter mit dabei hatten. Und da haben wir ja so ein bisschen erzählt, wie das für uns so ist. Und das Witzige ist, dass wir jetzt jemanden dabei haben, der als Anhalter unterwegs war. Und noch lustiger, wir haben ja gerade vom Transocean erzählt, wir haben ihn beim Transocean kennengelernt, heute. Das Ja. ist Laurenz. Hallo, genau, Laurenz. Ich bin über den Atlantik getrampt und kann heute mal mit den beiden ein bisschen darüber quatschen. Bei mir war es dann auf den Kanaren. Das heißt, bevor wir wirklich die Überquerung gemacht haben, sind dann schon einige Tage vergangen, wo man sich kennengelernt hat, wo man auch schon eine Nacht zusammen an Bord verbracht hat. Das heißt, es war nicht so ein komplettes ins Nichts. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das hat sich schon im Laufe der Zeit, dann auch auf See, nochmal so ein paar Sachen herausgestellt, wo man sagt, oh, okay, das hätte ich jetzt im Vorhinein nicht so erwartet. Wenn du über den Atlantik segelst, rechnest du mit 3 Wochen. Und wir haben im Segelkurs gelernt oder von unserem Segellehrer gelernt, der hat gesagt, 1 Woche, kein Problem. 1 Woche schafft man es immer zusammen und man lernt die Leute erst nach 1 Woche wirklich kennen. War das so bei dir am Anfang, dass du gedacht hast, ah ja, total cool, wir sind super Community, alles wunderbar und dann so nach ein paar Tagen sind so die ersten Schwierigkeiten gekommen oder war es eigentlich von den Leuten her durchgehend so, wie es sich am Anfang gezeigt hat? Das ist eine sehr gute Frage, Ja. die jetzt, da könnte ich gefühlt ein Dramabuch drüber schreiben. Vielleicht kurz als Kontext, der Skipper war Mitte 30, selbst nicht wirklich Hochsee erfahren und 4 Hitchhiker noch, also 4 Tramper dabei. Unter Das ist anderem echt ich. ein Himmelfahrtskommando, ne? Ja, deswegen, ich hatte vorher so einen obligatorischen Segelschein in Griechenland gemacht und war damit so in der Hierarchie eher oben obwohl ich halt selbst keine Ahnung hatte. Du warst der Einäugige unter den Blinden. So quasi, ja. Und bei uns war es dann zwischenmenschlich, am Anfang war es super, gerade alle junge Leute und irgendwie eine tolle Dynamik. Was mir im Nachhinein auch noch aufgefallen ist, dass ich dem Captain dann auch nochmal im Nachhinein viel, viel mehr Respekt noch zolle, weil eben in meiner Unwissenheit ich viele Dinge, die er dann, glaube ich, so noch auf sich genommen hat oder auch erledigt hat, da gar nicht so wahrgenommen habe. Und jetzt rückblickend, waren da auch so Situationen, wo du dir denkst, so, boah, das war ganz schön riskant? Die Unwissenheit darüber, was alles schiefgehen kann, die war ein großer Faktor dabei, einfach da reingehen zu können. Und sonst hatten wir halt wettertechnisch einwandfrei. Das war also so Barfußroute, wie man sie sich nur wünschen kann.
Deswegen vielleicht auch ein paar Leute, die das gucken, die das selbst vorhaben. Ich konnte wenig, aber ich konnte sagen, ich habe einen Segelschein. Ja. Und das hat schon einiges bewirkt. Und auch einfach schon mal auf dem Boot gewesen zu sein, Ja. zu wissen, ich bin jetzt nicht super seekrank. Ja, Das hilft. ja. Also magst du noch ergänzen, welche Erfahrungen wir mit Hitchhikern gemacht haben? Weil das fehlt ja sonst im Bild. Ne? Ja, da würde mich vielleicht auch interessieren, wenn ihr jetzt, sagen wir, ihr kommt in den Hafen und ihr sagt, wir könnten wen gebrauchen. Was wäre sowas, wo ihr sagt, den nehmen wir auf keinen Fall mit? Oder was wäre was, wo ihr sagt, ja doch? Den nehmen wir auf keinen Fall mit. Was wären meine Kriterien, jemanden nicht mitzunehmen, wenn ich merke, dass der zu viel trinkt? Weil das ist eine Sache bei einer langen Strecke, die ich schwierig finde. Also ich habe nichts gegen was trinken, also wäre der Letzte. Aber bei langen Streckensegeln muss das, glaube ich, passen. Also ich glaube, man kann grundsätzlich sagen, wenn sich jemand nicht unter Kontrolle hat, und oftmals ist es so, du hast keine harten Kriterien, sondern das ist halt der Bauch, der dann sagt, weiß nicht, irgendwas ist, ich kann es nicht fassen. Ne? Also ich kann es dir ehrlich gesagt auch nicht sagen. Bei einer langen Überquerung würde ich tatsächlich sagen, er muss auf jeden Fall, darf nicht seekrank werden, weil es gibt Seekrankheit, wo die Leute tatsächlich nicht mehr wissen, was sie tun und Aber über Bord das weiß springen jeder wollen vorher oder so. nicht. Das ist ja das Problem. Aber sie können es dir sagen. Und deswegen ein Anhalter, der überhaupt noch nie gesegelt ist, würde ich nicht über den Atlantik mitnehmen. Würde ich einfach nicht machen. Ja. Also jetzt bei denen, die wir jetzt gerade mitgenommen hatten, wir sind angeschrieben worden und das war total nett. Die hat mich angeschrieben und ich fand das nett und habe dann mit Christoph gesprochen. Wir haben uns kurz unterhalten und dann habe ich gesagt, komm, wir treffen uns mal auf einen Kaffee mit denen. Kann ja nichts schief gehen. Wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Und wir haben uns dann auf einen Kaffee getroffen. Und das war schon, als wir sie da haben sitzen sehen, habe ich schon gedacht, oh ja, die sehen echt nett aus. Und wir haben uns dann eine ganze Weile unterhalten und wir haben uns sehr gut unterhalten. Also das war wirklich gleich so, dass sie total offen waren und er hat gesagt, ich kann so ein bisschen segeln, völlig untertrieben. Hat gesagt, ja, ich habe so ein bisschen Segelerfahrung und sie hatte eine Tour gemacht bisher. Ich glaube, dass mein Gefühl für Menschen nicht so verkehrt ist. Und ich habe dem vertraut. Und wir haben sie dann eingeladen, dass sie gleich schon abends zu uns kommen können, auf dem Boot mit übernachten, dass wir direkt morgens los können. Und die sind an Bord gekommen, die haben sofort mit angehalten, haben mitgeholfen, das Boot fertig zu machen und auch morgens gleich. Also nicht erst mal so, ich muss noch meinen Kaffee trinken und in Ruhe frühstücken, sondern direkt mitgearbeitet. Und das finde ich einfach ganz wichtig, weil wenn ich jemanden mitnehme, dann gehört er dazu. Und wenn er dazu gehört, muss auch mit anfassen. So, weil sonst mache ich Charter und das mache ich nicht. Ja, ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiges Kriterium, was einem vielleicht nicht so bewusst ist. Also bei euch war es ja jetzt was anderes, ihr wart zusammengestellt. Ne? Aber wenn man als Paar zum Beispiel einen Anhalter mitnimmt, du bist in dessen Wohnung und alles, was er hat. Unter Umständen, bei uns ist es so, das ist alles, was wir haben. Und das ist ja nochmal was ganz Besonderes. Ne? Und dann zu dritt oder zu viert, das muss wirklich passen. Was wäre denn für dich ein Kriterium, wo du sagst, mit dem Skipper nicht? Ja, das ist etwas, was ich noch irgendwie rausfinden musste, weil das war eine Frage, die mich da auch lange beschäftigt hat, weil es gab Momente, wo ich absolut keinen Bock mehr hatte, irgendwie den Spaß verloren habe, das war ja das Verrückte, es war so ein Akt des Freiheitsnachgehens und dann bist du aber, zum Beispiel in der Situation, ich wäre jetzt bei einem Pärchen zu Hause, ich bin mir dessen ja bewusst und ich bin dann sehr vorsichtig und wenn du dann aber mehr und mehr merkst, du musst dich jetzt selbst total auch einschränken und wie weit bist du dann bereit, da Kompromisse einzugehen? Und ich glaube, mittlerweile beantworte ich das für mich nochmal auf eine ganz andere Weise, dass ich meine Freiheit darin nicht verlieren will. Das ist jetzt so ein großer Begriff. Würdest du, du hast ja jetzt bald ein eigenes Boot. Möglicherweise. Möglicherweise. Ja. Also du bist ja jetzt bald die andere Seite. Ja. Würdest du Hitchhiker mitnehmen und was würdest du als Kriterium ansetzen? Ausschluss- oder Einschlusskriterium? Auch eine gute Frage. Ich habe mir auf jeden Fall immer gesagt, gerade wenn man da in diesen Kreisen dann
in der Marina die Zeit verbringt, ey, die Leute, die sind total cool und gutmütig. Und wenn ich mal in der Position bin, wo ich jetzt ja immer noch nicht bin, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das dann nochmal ein anderer Schnick ist, wenn man dann wirklich der Eigner ist. Ich kann es mir vorstellen, auf jeden Fall. Einfach daraus gesagt, ich habe es ja auch selbst gemacht. Ich habe viele Freunde, gute Leute dabei kennengelernt. Seid ihr noch befreundet? Zum Teil? Zum Teil sind wir noch gut befreundet und kriegen das auch hin, da noch Kontakt zu halten. Ich würde sagen, ich kenne dadurch vielleicht auch so ein bisschen die Kniffe oder so Tricks von den Hitchhikern, wo ich dann ein bisschen hinterschaue. Es ist nicht unser Gebiet, deswegen kennen wir uns. Ja. Ich glaube, wer jetzt auf den Kanaren ist, kriegt das auch mit als Bootseigner. Wer sich interessiert für die Geschichte von Laurenz, der hat zumindest einen großen Teil der Reise einen Kanal, hat ein bisschen mitgefilmt und das heißt Schnickschnack. Schnickschnack, genau. Ich spiele gern Schnickschnack Schnuck und dachte nie, dass das irgendwer anders schaut, außer meine Großeltern. Ich habe es geguckt. Die Reise ist leider noch nicht zu Ende erzählt. Mir wurde inmitten der Reise mein Equipment gestohlen, was an sich eigentlich ein super auch interessanter Teil der Story ist. Es war einfach für mich dann auch an dem Punkt, vielleicht auch im Zuge dieses Hitchhikens, es war extrem fordernd, die ganze Situation. Und dann irgendwann war ich, wenn ich jetzt hier noch einmal die Woche dieses YouTube-Video mache, dann geht der ganze Sinn da verloren. Jetzt bin ich, jetzt ist das Ganze fast 2 Jahre her und ich habe immer noch gut 10 Tage der Reise auf der Festplatte. Die werden kommen. Ja, cool, ich freue mich drauf. Genau, es ist schön. Ich hab's mir ja angeguckt. Mir hat Spaß gemacht. Laurenz, vielen Dank. Das war jetzt wirklich auch jetzt nochmal spannend. Und wir gehen jetzt alle zusammen nochmal kurz rüber zum Transocean, weil der feiert heute Abend noch. Genau, Dankeschön. Ja, danke euch. Ne? Ciao. Wir haben gerade gehört, es gibt noch was zu essen irgendwo. Da müssen wir nochmal vorbeigucken.